Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und wie immer ist Lisa an meiner Seite. Heute haben wir ein spannendes Thema für euch. Die Psychologie der Motivation. Was treibt uns an? Motivation ist etwas, das jeder kennt, aber manchmal ist es schwer, sie zu verstehen oder zu halten, oder? Genau, Felix. Motivation ist so wichtig, aber oft fehlt uns das Wissen darüber, wie sie funktioniert. Heute werden wir uns anschauen, welche psychologischen Mechanismen dahinter stecken und wie wir uns langfristig motiviert halten können. Das klingt super spannend. Also Lisa, lass uns direkt loslegen. Was genau ist Motivation und wie funktioniert sie aus psychologischer Sicht? Motivation ist im Grunde der innere Antrieb, der uns dazu bringt, Ziele zu verfolgen und Aufgaben zu erledigen. Es gibt verschiedene Arten von Motivation, aber im Wesentlichen unterscheiden wir zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Ah, okay. Intrinsisch und extrinsisch. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Klar, intrinsische Motivation bedeutet, dass du etwas tust, weil es dir selbst Freude bereitet oder du es interessant findest. Zum Beispiel, wenn du Deutsch lernst, weil dir die Sprache Spaß macht. Das wäre intrinsische Motivation. Extrinsische Motivation hingegen bezieht sich auf äußere Anreize, also Dinge, die von außen kommen. Zum Beispiel, wenn du Deutsch lernst, um eine gute Note zu bekommen oder weil dein Chef es verlangt. Ah, ich verstehe. Also bei der intrinsischen Motivation geht es mehr um den Spaß an der Sache selbst. Und bei der extrinsischen Motivation geht es darum, eine Belohnung zu bekommen oder eine Strafe zu vermeiden, richtig? Genau. Ein gutes Beispiel wäre, dass du vielleicht joggen gehst, weil du dich danach gut fühlst. Das wäre intrinsisch. Wenn du jedoch joggst, weil du bei einem Wettkampf gewinnen möchtest, dann ist das extrinsisch motiviert. Das macht Sinn. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man sich selbst motivieren, wenn man keine Lust hat oder sich erschöpft fühlt? Hast du da Tipps? Natürlich. Ein Trick ist, große Ziele in kleinere, erreichbare Schritte aufzuteilen. Das gibt dir ein Gefühl von Fortschritt und Erfolg. Außerdem hilft es, wenn du dir bewusst machst, warum du etwas tust. Die sogenannten Warum-Fragen sind sehr wichtig. Also wie zum Beispiel, warum möchte ich heute Deutsch lernen? Oder warum möchte ich joggen gehen? Das bringt dich wieder in Verbindung mit deinem Ziel, oder? Genau. Je klarer du dein Warum kennst, desto leichter fällt es dir, dich zu motivieren. Es kann auch helfen, positive Gewohnheiten zu schaffen. Das heißt, du integrierst kleine, regelmäßige Handlungen in deinen Alltag, die langfristig eine große Wirkung haben. Klingt logisch. Und was ist mit dem Thema Belohnungen? Sollte man sich für Erfolge belohnen? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Belohnungen sind ein wichtiger Teil der Motivation. Aber es ist wichtig, dass die Belohnung im Verhältnis zur Aufgabe steht. Kleine Schritte sollten auch kleine Belohnungen erhalten. Zum Beispiel nach 30 Minuten konzentrierten Lernens eine kurze Pause machen. Das stärkt deine Motivation. Das klingt nach einem guten Plan. Aber ich habe noch eine Frage. Was tun, wenn man gar keine Motivation mehr hat? Wie überwindet man dieses Tief? Das passiert jedem Mal. Wichtig ist, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Manchmal hilft es, einfach einen Schritt zurückzutreten und sich zu erholen. Pausen sind essentiell, um die eigene Motivation wiederzufinden. Man kann sich auch fragen, gibt es andere Wege, die Aufgabe zu erledigen? Manchmal fehlt die Motivation, weil die Methode nicht passt. Also, man sollte flexibel sein und auch mal neue Ansätze ausprobieren, richtig? Absolut. Flexibilität und Selbstreflexion sind Schlüsselfaktoren. Außerdem solltest du dir erlauben, Fehler zu machen. Perfektionismus kann ein echter Motivationskiller sein. Da sprichst du mir aus der Seele. Manchmal blockiert man sich selbst, weil man alles perfekt machen will. Und am Ende macht man gar nichts, weil die Angst zu scheitern so groß ist. Ganz genau. Und das bringt uns zu einem weiteren wichtigen Aspekt: Selbstmitgefühl. Es ist wichtig, nett zu sich selbst zu sein und sich nicht zu hart zu kritisieren, wenn etwas nicht so läuft wie geplant. Selbstmitgefühl. Das finde ich super. Und das erinnert mich an ein weiteres Wort, das du vorhin erwähnt hast. Selbstreflexion. Was genau bedeutet das?
Selbstreflexion bedeutet, dass du darüber nachdenkst, wie du etwas gemacht hast, warum du es so gemacht hast und ob du es vielleicht das nächste Mal anders machen möchtest. Es ist also ein Prozess des Nachdenkens und Lernens. Ah, verstehe. Also es geht darum, bewusst über sein Verhalten und seine Entscheidungen nachzudenken, um daraus zu lernen. Sehr spannend. Ja, genau. Und das hilft dir nicht nur, deine Motivation zu verstehen, sondern auch, dich weiterzuentwickeln. Sich Zeit für Selbstreflexion zu nehmen, ist ein wichtiger Schritt, um langfristig motiviert zu bleiben. Wow, ich glaube, ich habe heute richtig viel gelernt. Also, Motivation ist einerseits ein innerer Antrieb, aber man kann sie auch durch äußere Faktoren unterstützen. Und durch Selbstreflexion und Selbstmitgefühl bleibt man langfristig auf Kurs. Das ist wirklich hilfreich. Genau, Felix. Es geht darum, eine Balance zu finden und sich selbst immer wieder daran zu erinnern, warum man etwas tut. Motivation ist kein statischer Zustand, sondern etwas, das man pflegen muss. Absolut. Das klingt nach einer Menge guter Tipps, die jeder umsetzen kann. Vielen Dank, Lisa, für die tollen Erklärungen und Tipps. Sehr gerne, Felix. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten auch einiges mitnehmen. Da bin ich mir sicher. Und für alle, die jetzt noch neugierig auf mehr sind, in unserer nächsten Folge sprechen wir über ein weiteres spannendes Thema. Wie man die Balance zwischen Arbeit und Leben findet. Außerdem lernt ihr wieder viele interessante Vokabeln und könnt euer Deutsch weiter verbessern. Also, bleibt dran. Ja, das wird ein tolles Thema. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und bleibt motiviert. Tschüss! Tschüss.